Wenn ich jetzt einen kleinen Vergleich ziehe, indem ich ein technisches Wunder zitiere. Ich möchte jetzt nicht sagen, welch ein Wunder ich hiermit meine. Es könnte ein Radiogerät sein, ein Fernsehgerät, es könnte auch ein Bügeleisen sein, es könnte auch irgendetwas anderes von Seiten der Technik sein. Dieses alles, meine lieben Freunde, wissen Sie genauestens nach Vorschrift der Herstellungsfirma zu behandeln. Sie wissen ganz genau, was Sie diesem technischen Wunder zuzuführen haben. Wenn ich nur ganz kurz an das Radio denke, dann wissen Sie, dass dieses Radiogerät doch bestimmte Energien nötig hat, um die Radiowelle drahtlos aufzunehmen und auch wiederzugeben. Sie wissen, dass hier die Stromspanne, die Voltzahl dem Gerät deshalb zugeführt werden muss, weil sonst die Energien zu schwach sind und das Gerät nicht in der Lage ist, die Sendewelle eines Senders wie auch des anderen aufzunehmen. Sie sind auch in der Lage, dieses Gerät auf bestimmte Wellenlängen einzustellen, so dass Sie dementsprechend die Sendewelle des einzelnen, das heißt gar vieler Sender, nicht auf einmal aufnehmen können, sondern nur getrennt. Und doch wird es Ihnen möglich sein, und Sie werden glauben, wie Sie auch heute schon wirklich glauben, wo auch Sie zum größten Teil Besitzer eines Radiogerätes sind. Und falls nicht, dann wissen Sie, dass ein derartig technisches Wunder dazu imstande ist, die Sendewelle drahtlos aufzunehmen und Sie in Ihrem Haus, in Ihrem Heim oder gleich, wo Sie sich mit diesem Gerät befinden, auch hören, was vom Sender aus uns hier in das Programm geboten wird. Sie hören es einfach. Und nicht anders ist es mit einem Fernsehgerät, dass Sie nicht nur hören, sondern auch sehen, was all die Menschen, die vor der Kamera stehen, das heißt, die von dieser aufgenommen, uns im Bild wiedergegeben wird, über das Fernsehgerät. Also, liebe Freunde, hier sind wir auf einen Weg angelangt, das Ihnen ganz deutlich zeigt, dass tatsächlich es auch derartige Dinge gibt, dass wir aus weiter Ferne in unser Haus langziehen können. Und dieses alles geschieht nur dann, wenn das Gerät, das technische Wunder einwandfrei in Ordnung ist und es auch dementsprechend den Kraftstrom, die Energie, die richtige Voltzahl erhält und Sie dementsprechend auch das Gerät einzustellen wie zu bedienen wissen. Hier haben Sie den festen Halt, indem Sie jetzt nur den Vergleich zu ziehen haben, indem Sie jetzt das technische Wunder mit dem göttlichen Wunder in Vergleich ziehen. Jeder Mensch ist ein göttliches Wunder. Er ist und bleibt ein göttliches Geschöpf. Es dürfte Ihnen nicht unbekannt sein, dass es Menschen vor 100, gar vor 1000 von Jahren gegeben, die so oft die Stimme Gottes gehört, wie auch so viele Visionen gehabt. Das heißt, dass sie so weit in die Ferne, wie auch in die Vergangenheit, wie Gegenwart und Zukunft sehen konnten, dass sie Bilder, wie sie diese Bilder mit dem einen Wort Vision abtun, das heißt, sie würden sagen, er hat eine Vision gehabt, er hat dieses, das und jenes gesehen und auch dazu gehört. Damit dürfte es Ihnen klar sein, dass es tatsächlich erst recht im göttlichen Reiche so viel mehr gibt, dass das alles möglich ist,
und uns Gott nicht unnötigerweise einen Körper gegeben, den wir so achtlos beiseite zu stellen haben, sondern dass auch wir für ihn zu sorgen und auch hier dafür sorgen, dass wir gewisse Energien aufnehmen, sodass wie wenn der Körper die richtige die richtige Energiespanne hat, dass er in der Lage ist, auf dem Fernwege all das in sich aufzunehmen und auch weiterhin in der Lage sein wird, dieses, was er aufgenommen hat, seinen Nächsten zu übersenden, in dem Fall er, der Nächste, sich auf diesen Einzelnen einzustellen weiß. Und jetzt bis hierher sagen Menschen so oft, dass ein Wunder geschehen sei, dass sie für einen ihrer Nächsten, der übel dran gewesen, ich drücke mich deutlicher aus, indem ich sage, wie sie es so oft und schön zu sagen gewusst, dass er übel dran gewesen, übel krank gewesen, dass er von einer unheilbaren Krankheit erfasst, wie Menschen diese festgestellt, und dass sie bisher nicht glauben konnten, endlich einmal aber doch durch einen Menschen oder von sich selbst aus dazu übergegangen, dass sie zu dieser Erkenntnis gekommen, ich glaube, dass ich ihm selbst helfen kann. Festgestellt habe ich an diesen Abgewrackten meiner Nächsten, dass er nicht mehr in der Lage ist zu glauben. Er hat alle Hoffnung, er hat allen Glauben, sogar das Selbstvertrauen verloren, indem er sich schon aufgibt, dass es doch hierin meine Pflicht ist, für ihn zu bitten, für ihn zu beten und für ihn zu glauben. Natürlich geschieht dieses nur dann, so sie selbst, wie viele Menschen es auch getan haben, indem sie die Ruhe in sich aufgenommen, zu diesem dann so viel Kraft und Energien aufgenommen, indem sie das Selbstvertrauen und auch den Glauben hatten, dass sie ihren Nächsten helfen konnten und sich nach dieser Einstellung, nach diesem Empfang gewundert, indem sie sagten, ich habe für ihn geglaubt, ich habe für ihn gebetet und tatsächlich ist an diesem meinem Nächsten ein Wunder geschehen. Er ist wirklich gesund geworden. Aber wie oft ist es auch vorgekommen, wenn dieser Mensch, der diese Erfahrung gesammelt, es den einen so den anderen aus seiner näheren Umgebung gesagt, dass er für ihn gebetet, für ihn geglaubt und dass er für ihn das Gute empfangen und das, was auch sie als Wahrheit selbst festgestellt haben, dass er dadurch gesund geworden, wurden diesen einzelnen Menschen aus ihrer Umgebung, die von dem Guten nichts mehr gewusst und auch nie zu dem Guten, nie zu Gott gestanden, immer wieder eingeredet, das sei Spinnerei, das soll er nicht glauben, das ist eine Einbildung. Er ist durch ganz was anderes gesund geworden. Es kann niemals sein, dass sie oder ein Mensch in der Lage ist, seinen Nächsten auf dem und über dem Fernweg zu helfen. Es ist doch Quatsch, wie oft Menschen sagen, so ungläubig sie geworden sind, dass ein Mensch durch den Glauben wieder gesund werden kann. Sowas gibt es ja gar nicht. Das ist nur Einbildung, das maßt der eine wie der andere, gerade hier der Erzähler sich nur an. Das sei ein Zufall. Es könnte genauso sein, wie Menschen in Ausreden nicht verlegen sind, indem sie selbst sagen, tja, das war, sagen wir meinetwegen die Medizin, oder das war das eine oder das andere, das man den Kranken gegeben oder wie man die Krankheit behandelt und dass sie dann eben verschwunden, das heißt geheilt worden ist. Ja, Freunde, dass diese Art von Menschen gibt, ist nicht nur mir, wird auch Ihnen selbst klar sein. Aber ich sage weiter, lassen Sie nicht ab von dem. Wie ich noch einmal wiederhole,
fühle ich mich nicht verpflichtet, Sie zu überzeugen, sondern mich selbst. Was ich selbst tue, das müssen auch Sie für sich tun, dass Sie nicht erst an Ihren Nächsten glauben und das Vertrauen zu ihm haben. Im Gegenteil, Sie müssen an sich selbst zu arbeiten wissen, indem Sie das Selbstvertrauen und den Glauben an sich selbst erstmal erlangen. Und dass Sie selbst verpflichtet sind, sich von all dem zu überzeugen, was um und auch in Sie ist. Und so werden Sie nach und nach zu dieser Erkenntnis kommen, dass auch Sie ein Geschöpf Gottes sind. Und Sie werden es einfach mit einem Wort abtun und werden sagen, ich bin auch göttlich. In mir, in meinem Körper ist Leben. Um meinen Körper ist Leben. Heute weiß ich, was dieses eine Wort Leben mir sagt. Leben ist Gott. Der eine, der hat mehr, der andere hat weniger. Wer natürlich weniger Leben in sich, weniger Leben um sich und wenig Leben in seinem Körper hat, das heißt, dass er die Lebensenergie nicht mehr besitzt, so müsste es ihm klar sein, dass er selbst es ist, der alles dazu beizutragen hat, neues Leben, neue Kraftenergien aufzunehmen, sodass er dadurch in der Lage ist, wirklich über seinen Körper zu bestimmen, dass jedes Glied, jedes Organ voller Energien ist, sodass dieses da dann in Tätigkeit gesetzt werden kann, ganz demnach wie der Mensch diesen seinen eigenen Körper zu schalten weiß. Wenn in einem technischen Wunder irgendwie wo eine kleine und auch die kleinste Störung vorhanden ist, sodass die Energien da nicht durchgeleitet werden können, so wird dieses Gerät, das technische Wunder, niemals in Funktion treten. Natürlich ist es nicht anders in Ihrem Körper. Wenn die Energien nicht so weit ausreichend sind, dass alle Organe geladen, alle Organe so viel Energien aufweisen, dass es existieren, dass dieses Organ dem weiteren Organ dahingehend unterstützt und so eines mit dem anderen, alles in allem gesehen, so weit und gut zusammenarbeitet, dass in diesem Körper dann auch die vollständige Ordnung herrscht. Ich könnte Ihnen, liebe Freunde, hier viele Aufklärungen und auch viele Beweise dafür geben, wie der Körper eines Menschen beschaffen und auch die Funktionen dieses Körpers so weit bis in den kleinsten Details erklären, dass auch Sie selbst sagen werden, ja, Gröning hat jetzt den Körper total zerlegt, er hat uns die Erklärung gegeben, jetzt ist es mir verständlich. Aber wenn ich dieses nur sage, liebe Freunde, so ist das nur die Theorie, bei weitem noch nicht die Praxis. Und ich halte es für sehr richtig, wenn Sie selbst jetzt zur eigenen Praxis übergehen, indem Sie Ihren eigenen Körper, das heißt an sich selbst erst beginnen, sich selbst studieren, sodass Sie in der Lage sind, Ihren eigenen Körper so weit dahingehend zu studieren, kennenzulernen und dass auch Sie wissen, wie die Funktionen in Ihrem Körper überhaupt zustande kommen und was Sie da dann so alles in Ihrem Körper funktioniert, mit Ihrem Körper nicht nur was, sondern das tun können, gerade was Sie wollen. Nun, liebe Freunde, müssen sich über eines im Klaren sein. Das, was Sie wollen, das hängt ganz von Ihrem eigenen Willen ab. Ich weiß, dass Sie sich hierüber auch noch nicht im Klaren sind. Und wenn ich jetzt ganz kurz sage, dass Sie so oft von sich sagen, ja, lieber Gröning, lieber Herr Meier, lieber Schulz, lieber Huber, lieber Doktor, das ist doch klar, dass ich gesund werden will, dass ich wieder einen gesunden Körper haben will. Und das werden Sie mir doch glauben, dass ich glaube, dass ich den gesunden Körper haben will. Dass es stimmt, was ich Ihnen sage. Ja, das ist richtig. Aber was muss man tun, wenn ich bei diesem Wort Glaube stehen bleibe?
weiß der Mensch auch heute mit diesem Wort noch nicht das Geringste anzufangen. Es gibt vieles, woran Menschen glauben. Auch der Satan glaubt, dass er das Gute, das Göttliche vernichten kann. Aber es gibt so vieles andere mehr, liebe Freunde. Auch sie versetzen sich oft in den Glauben und wissen mit diesem nicht das Geringste anzufangen. Über dieses Wort Glaube komme ich in der nächsten Stunde, das heißt, indem ich Ihnen ein weiteres Band schenke, dass Sie dann all diese meine Worte von diesem entnehmen können, dass ich Ihnen weitere Aufklärungen dahingehend gebe, dass Sie mit dem auch was anzufangen wissen. Um mich aber hier kurz zu fassen, wenn der Mensch sagt, ich glaube, dann muss er nicht was, sondern das tun, das heißt diesen Glauben, woran er glaubt, in der Tat umsetzen. Aber wie wird dieses alles möglich sein? Und ich muss noch einmal zurückgreifen, indem ich selbst sage, wie der Mensch geschaltet, wie der Mensch geschaffen und von wem es abhängt, ob es von seinem Nächsten oder von ihm selbst abhängt. Natürlich muss der Mensch einen Willen haben, wieder seinen Körper in bester Ordnung zu finden. Das heißt, er muss sie wieder zur göttlichen Ordnung zurückführen.